I want to start with a very naive question. What is the Kundalini process? I heard certain things about it, but I never could imagine what's really behind this. Sometimes it's something cruel, something that hurts, and sometimes it must be something very high, spiritual. Yeah, there's such a gap in understanding what makes it what it is. Also seine Frage nach dem Kundalini Prozess, also was ist das eigentlich? Er sagt, manchmal habe ich so verschiedene Dinge darüber gehört, manchmal, dass es was Schlimmes ist, was Fieses, was Ungutes mit einem anstellt oder auch, dass es was ganz Erhabenes, Spirituelles ist. A good starting question. Das ist eine gute Anfangsfrage. Now we'll use the whole 1 hour and 1 hour and a half for that, and we'll have no room for other questions. Jetzt reden wir 1,5 Stunden darüber und dann haben wir keine Zeit mehr für andere Fragen. Let's start with a very simple explanation. Fangen wir mit einer ganz einfachen Erklärung an. Kundalini is basically the essential cosmic life force that is available for us. Die Kundalini ist im Prinzip die essentielle kosmische Lebenskraft, die für uns zugänglich ist. It's almost like the cosmic spark that gives that enables all our activities. Fast so etwas wie der kosmische Funken, der all unsere Aktivitäten ermöglicht. And according to the yogic tradition, and of course according to my direct experience that confirms it, it lies dormant and only minimally active in the area of the perineum. Und in der Tradition des Yoga heißt es, und natürlich bestätigt das meine eigene Erfahrung, dass diese Energie normalerweise in einem schlummernden Zustand ist, in dem Bereich des Perineum. We use Kundalini basically for everything. Wir benutzen die Kundalini im Grunde für alles. It is the life force that we need for intellectual activities, emotional activities, and also for spiritual activities. Und das ist die Lebenskraft, die wir brauchen für alle intellektuellen und emotionalen Aktivitäten, aber auch für die spirituellen natürlich. Of course, in terms of spiritual transformation, we are interested in the spiritual potential of Kundalini. Und natürlich im spirituellen Sinne interessiert uns das spirituelle Potenzial der Kundalini. We will deal with this quite a lot tomorrow. Wir werden darüber morgen noch ziemlich viel reden. But basically, the main target in the spiritual life, in spiritual transformation, or in spiritual enlightenment, is to awaken the Kundalini, awaken the spiritual part of the Kundalini. Aber im Grunde ist das wichtigste Ziel in einem spirituellen Weg, das spirituelle Potenzial der Kundalini aufzuwecken. And then to make the Kundalini flow only through one channel. Und dann dafür zu sorgen, dass die Kundalini nur noch durch einen Kanal fließt. There are 72,000 channels of energy in the subtle body, according to the yogic tradition. In der yogischen Tradition heißt es, dass es 72.000 Energiekanäle im feinstofflichen Körper gibt. But for spiritual enlightenment, we need the Kundalini to go through only one of them. Aber für die spirituelle Erleuchtung ist es nötig, dass die Kundalini nur durch einen einzigen davon fließt. It is the central channel that begins in the perineum and ends here. Das ist der zentrale Kanal, der im Perineum anfängt und dann hier endet. It is called the Sushumna. Und diesen Kanal nennt man die Sushumna. And as long as it goes through the Sushumna, everything is awesome. Und solange das durch die Sushumna läuft, ist alles perfekt. It is like the Sushumna is the highway.
Das ist sozusagen die Schnellstraße. It's like you just go without traffic, no traffic jams. Es läuft einfach ohne Verkehrsstau. And it is like a highway that leads towards constant bliss. Und es ist eine Schnellstraße, die zu ständiger Glückseligkeit führt. And in this way, if Kundalini awakens, if this potential spiritual force of the Kundalini moves in this way, there is no real danger. Und wenn das Potenzial auf diese Weise erwacht und die Kundalini so fließt, dann gibt es keine Gefahr dabei. And but the only one who can really make sure that the Kundalini moves only in this one channel is a teacher. Aber die einzige Person, die sagen kann, ob die Kundalini wirklich durch diesen einen Kanal fließt, ist ein Lehrer. Only someone who has completed his own journey of Kundalini can master the Kundalini and guide it. Das heißt, nur jemand, der selber schon diese Kundalini-Reise abgeschlossen hat, kann sie meistern und kann sie auch leiten. Going through practices of Kundalini awakening without a master is actually can end in quite interesting and colorful crisis. Wenn man einfach nur Übungen macht, um die Kundalini aufzuwecken, ohne dabei die Anleitung eines Meisters zu haben, kann das zu ziemlich interessanten und bunten Krisen führen. I'm saying it jokingly, but I wasn't joking when I had my Kundalini crisis for 2 years. Ich sage das als Witz, aber es war überhaupt nicht witzig, als ich selber 2 Jahre lang eine Kundalini-Krise hatte. This was between the years 24 to 26, when I was 24 to 26 years old. Das war bei mir im Alter zwischen 24 und 26. I was actually pretty hopeless until I found my spiritual master. Ich war selber dabei in einem ziemlich hoffnungslosen Zustand, bis ich meinen spirituellen Meister gefunden habe. And he was the only one who understood what was happening. Und das war der Einzige, der verstanden hat, was los war. So when he took me under his wings, then he made sure that the Kundalini flows through the right channel. Als der mich also unter seine Fittiche genommen hat, konnte er sicherstellen, dass die Kundalini durch den richtigen Kanal geflossen ist. Because what happens for many reasons is that sometimes Kundalini starts to rise and then it takes either the right or the left directions. Denn was oft passiert ist, dass die Kundalini anfängt aufzusteigen und dann aber nach links oder rechts abzweigt. If it goes to the right direction, which is basically a certain channel called Pingala. Und wenn sie auf die rechte Seite fließt, was ein anderer Kanal ist, den man Pingala nennt, it will be expressed as overambition. Dann drückt sich das aus, zum Beispiel, dass man über ehrgeizig ist, Tremendous heat, dass man viel Hitze spürt, a lot of anger, viel Wut, aggression, Aggression, megalomania. dass man sich größenwahnsinnig The fühlt. person will start thinking that he is God or something. Dann denkt die Person, sie ist Gott oder sowas. Controlling, Man wird kontrollieren. attraction to powers, to having very special powers, Man will Macht. and hyperactivity, Und man ist hyperaktiv. and expressing too much, putting too much effort in the spiritual path, Und hat zu viel Anstrengung auf dem spirituellen Weg. like trying to reach all the time very strong states. Man versucht die ganze Zeit ganz starke Zustände zu erleben. And if it diverts to the left side, Wenn es aber nach links abzweigt, which is a column called the Ida, das ist eine Säule, die sich Ida nennt, this is expressed as dreaminess, dann wird man sehr verträumt extreme fragility and hypersensitivity, oder extrem empfindlich,
The person suffers from sleeplessness, Die Person kann nicht schlafen, from strange dreams, hat komische Träume, can't ground himself, findet keine Erdung, being extremely passive and unable to do anything in life. wird passiv und kann nichts mehr im Leben hinkriegen. I had the pleasure of experiencing the Ida imbalance. Ich hatte das Vergnügen, das Ida-Ungleichgewicht zu erleben. I reached such an Ida imbalance that basically I couldn't leave the house. Ich habe dabei einen solchen Zustand des Ungleichgewichts erreicht, dass ich das Haus nicht mehr verlassen konnte. Because I had no sensory filters. Denn ich hatte keine Filter mehr. Everything that I saw immediately entered me as if I had no defense. Alles, was ich gesehen habe, ist sofort in mich reingegangen, weil ich überhaupt keine Abwehr dagegen hatte. So, to make sure that Kundalini gives us its blessings, we need someone who understands how it is meant to bless us. Damit wir also wirklich sicher sein können, dass wir den Segen der Kundalini erleben, müssen wir jemanden haben, der dafür sorgen kann, der uns dabei helfen kann. Because it's a crisis only when we don't do the right things. Denn das wird nur zur Krise, wenn wir nicht das Richtige tun. For example, if we take drugs. Wenn wir zum Beispiel Drogen nehmen. While in Kundalini awakening, then this causes a crisis more often than not. Drogen in Kombination mit Kundalini-Erwachen erzeugen meistens Krisen. If we are we are over practicing. Oder wenn wir zu viel praktizieren. This can create damage. Kann das auch schädlich sein. And also if emotional issues are rising, which are not properly dealt with. Oder wenn emotionale Themen hochkommen und man nicht auf die richtige Weise damit umgeht. We need because as the Kundalini rises, many emotional blockages are. It's like the Kundalini pushes. As if it were a river pushing a dam. Denn während die Kundalini aufsteigt, ist sie wie ein Fluss, der sich gegen einen Damm wirft. Das stößt gegen Blockade. And many past life memories can arise. Und dann können viele Erinnerungen aus früheren Leben auftauchen. Deep-rooted issues. Ganz tief sitzende Probleme. Of the psyche. Der Psyche. And we need to know how to deal with this. Und wir müssen wissen, wie wir damit umgehen können. In short, if a person wants to seriously reach enlightenment or full spiritual liberation, this is most responsibly done at least under the guidance of a master. Das heißt, wenn jemand wirklich danach strebt, spirituelle Erleuchtung zu erreichen, dann ist das am verantwortungsvollsten, wenn man es unter Führung eines Lehrers macht. Or advice. Oder der Beratung. Because it doesn't mean that one needs to go to an ashram. Denn das heißt nicht, dass man in einem Ashram leben muss. But there is a proper diet to maintain Kundalini. Aber es gibt eine Ernährungsweise, die Kundalini unterstützt. And there is also very easy ways to stop Kundalini. Und es gibt auch sehr einfache Möglichkeiten, die Kundalini aufzuhalten. It's not so difficult to stop Kundalini. Das zu stoppen ist nicht schwer. So that's it. That's a brief introduction into Kundalini. Das war meine kurze Einführung in die Kundalini.